Welche Einkünfte eines deutschen digitalen Nomaden und Perpetual Travelers lösen auch nach dem Wegzug aus Deutschland eine Steuerpflicht oder Erklärungspflicht in Deutschland aus? Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Wir haben ja schon etliche Videos zum Thema erweitert beschränkte Steuerpflicht, digitale Nomaden und Perpetual Travelers gemacht und hier veröffentlicht. Wenn dich das Thema interessiert, dann such am besten einfach mal hier auf unserem Kanal danach. Die Frage, die sich immer wieder stellt, ist, was ist eigentlich noch nach dem Wegzug aus Deutschland in Deutschland steuerlich zu beachten, wenn man als Perpetual Traveler oder als digitaler Nomade um die Welt zieht? Denn wie du ja vermutlich weißt, gibt es in Deutschland die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Und wenn man wohnsitzlos ist, beziehungsweise eben als Perpetual Traveler durch die Welt zieht, gilt man als in ein Niedrigsteuerland verzogen. Wenn man deutscher Staatsbürger ist und 10 Jahre vor dem Wegzug mindestens 5 Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig war und dann noch wirtschaftliche Interessen in Deutschland hat, dann fällt man für 10 Jahre nach dem Wegzug noch unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht und hat somit noch Erklärungspflichten in Deutschland und möglicherweise auch noch Steuern in Deutschland zu zahlen, wenn man nicht ganz genau aufpasst. In diesem Video werde ich dir erklären, auf welche Einkünfte hier besonders zu achten ist, welche Einkünfte du vermeiden musst in Deutschland, welches Vermögen du in Deutschland vermeiden musst, damit du hier nicht in eine Steuerfalle tappst und möglicherweise noch in Deutschland Steuererklärungen einreichen musst oder gar Steuern bezahlen musst. Also, wie gesagt, einige der Bedingungen, um unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht zu fallen als digitaler Nomade, habe ich ja hier schon erwähnt. Einmal die Staatsbürgerschaft, einmal die Tatsache, dass du wohnsitzlos bist oder natürlich auch in ein Niedrigsteuerland umgezogen bist. Das andere sind nun die wirtschaftlichen Interessen, die du in Deutschland noch haben musst. Also, wenn du die erweitert beschränkte Steuerpflicht in Deutschland vermeiden willst, musst du zunächst darauf achten, dass du keine Immobilien in Deutschland hast, dass du keine Firmenbeteiligungen in Deutschland hast, dass du keine Bankkonten in Deutschland hast, auf denen sich mehr als 1/3 deines Vermögens befindet oder total 154.000 Euro. Depots spielen keine Rolle, allerdings spielen deutsche Aktien eine Rolle. Auch hier wiederum gilt das Gleiche. Wenn du deutsche Aktien, also Aktien deutscher Unternehmen hast, die mehr als 30% deines Gesamtvermögens ausmachen oder einen Wert von insgesamt mehr als 154.000 haben, wird ebenfalls die erweitert beschränkte Steuerpflicht ausgelöst. Das musst du ebenfalls vermeiden. Zu vermeiden wären ebenfalls Wertgegenstände, die möglicherweise im Falle der Veräußerung dann private Veräußerungserlöse auslösen würden, die dann wiederum in Deutschland zu einer Steuer führen würden oder wo du dich zumindest an die deutschen steuerlichen Regeln halten musst. Nehmen wir zum Beispiel einmal an Gold. Wenn du Gold in Deutschland hast und unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst und dieses Gold verkaufst, dann ist es nur steuerfrei, wenn du das Gold mehr als 1 Jahr hältst. Das Gleiche würde auch für Oldtimer, Gemälde etc. gelten. Gleichzeitig würden diese aber auch die erweitert beschränkte Steuerpflicht auslösen als nicht ausländisches Vermögen. Jedenfalls wiederum, wenn sie 1/3 deines Vermögens ausmachen oder einen Gesamtwert von mehr als 154.000 Euro haben. Das heißt, diese müsstest du dann ebenfalls vermeiden, wenn du die erweitert beschränkte Steuerpflicht komplett ausschließen willst. So, jetzt komme ich zu einem kritischen Punkt, der vielen nicht bewusst ist, denn Krypto würde ebenfalls dazu zählen. Also wenn du die erweitert beschränkte Steuerpflicht vermeiden willst, dann darfst du letztlich kein Krypto besitzen im Privatbesitz, denn damit löst du auch wieder die erweitert beschränkte Steuerpflicht aus, wenn diese mehr als 1/3 deines Gesamtvermögens ausmachen oder einen Gesamtwert von mehr als 154.000 Euro haben. Beim Verkauf müsstest du dann auch wieder darauf achten, dass du hier die deutschen steuerlichen Regeln einhältst. Das heißt, eine Haltefrist von mindestens 1 Jahr. Ansonsten müsstest du nach dem Wegzug aus Deutschland für 10 Jahre auf die Veräußerung in Deutschland Steuern bezahlen. Aber wie gesagt, wichtig ist zu verstehen, allein schon die Tatsache, dass du diese Kryptos hättest, würde die erweitert beschränkte Steuerpflicht auslösen und würde bedeuten, dass du noch Erklärungspflichten in Deutschland für 10 Jahre hast, selbst wenn du nichts davon verkaufst. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass Krypto nicht als ausländisches Vermögen zählt. Krypto zählt im Grunde genommen so wie Gold, das du in Deutschland lagerst oder eben auch ein Oldtimer, den du in Deutschland hast. Also letztlich zwar nicht in Deutschland belegenes Vermögen, aber nicht ausländisches Vermögen
und somit hast du hier wieder einen Inlandsbezug. Ebenfalls problematisch können natürlich deutsche Renten, deutsche Pensionen sein, wenn diese mehr als 1/3 deiner Gesamteinkünfte ausmachen oder es sich um mehr als 62.000 Euro pro Jahr an Einkünften handelt, wirst du auch hier die erweitert beschränkte Steuerpflicht in Deutschland auslösen. Diese solltest du also auch vermeiden, wenn du die erweitert beschränkte Steuerpflicht vermeiden willst. Möglicherweise könntest du hier über eine Einmalzahlung gehen, aber wie gesagt, auch das ist komplex. Lass dich hier auf jeden Fall durch deinen Steueranwalt oder Steuerberater umfassend beraten. Auch eine Tätigkeit als Freiberufler für ein deutsches Unternehmen nach deinem Wegzug kann hier zur erweitert beschränkten Steuerpflicht in Deutschland führen, wenn das Einkommen aus dieser Tätigkeit mehr als 1/3 deiner Einkünfte ausmacht oder aber eben mehr als 62.000 Euro übersteigt. Ganz unabhängig von der erweitert beschränkten Steuerpflicht müsste man hier auch den sogenannten Verwertungstatbestand berücksichtigen. Das würde auch zu einer Steuerpflicht in Deutschland führen, allerdings auch schon unter der beschränkten Steuerpflicht. Hier sind nicht alle freiberuflichen Tätigkeiten von betroffen, aber das müsstest du auf dem Radar haben. So, jetzt komme ich zum letzten Punkt, der ist besonders trickreich und hier geht es eben um sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte. Haben wir auch schon vielfach darüber gesprochen. Wenn du jetzt gewerbliche Einkünfte hast, sagen wir mal, du machst Beratung, Softwareentwicklung etc. und du machst das zum Beispiel über eine amerikanische LLC, dann sind diese Einnahmen, wenn es hier keine Betriebsstätte gibt, in Deutschland auch noch für 10 Jahre zu versteuern. Das heißt, solche Einkünfte, solche sogenannten betriebsstättenlosen Einkünfte musst du auf jeden Fall auch vermeiden, wenn du die erweitert beschränkte Steuerpflicht vermeiden willst. Was sind dann überhaupt Positiveinkünfte, die man haben kann als digitaler Nomade und Perpetual Traveler, fragst du jetzt vielleicht. Nun, also generell mal sämtliche Kapitalerträge natürlich, die du hast, die nicht in Deutschland hier einen Bezugspunkt haben. Zum Beispiel, du verkaufst ausländische Aktien, amerikanische Aktien zum Beispiel. Das hat keinen Bezug zu Deutschland. Damit wäre hier auch keine erweitert beschränkte Steuerpflicht ausgelöst. Außer natürlich wiederum, du machst es gewerblichen Aktienhandel und betriebsstättenlos. Dann wärst du wieder hier bei den gewerblichen Einkünften, die noch 10 Jahre in Deutschland steuerpflichtig sind, betroffen. Aber wenn du jetzt im Rahmen der Vermögensverwaltung hier zum Beispiel amerikanische Aktien verkaufst, oder irgendwelche anderen ausländischen Aktien, bist du nicht betroffen. Wenn du Zinsen, Dividenden etc. aus dem Ausland bekommst, also von Wertpapieren, die nichts mit Deutschland zu tun haben, nicht von deutschen Unternehmen stammen, ist das ebenfalls kein Problem. Wenn du freiberuflich tätig bist, zum Beispiel für ausländische Unternehmen, ist das ebenfalls kein Problem. Wie gesagt, es geht hier tatsächlich um die freiberufliche Tätigkeit und nicht um eine gewerbliche Tätigkeit. Also hier kannst du dich wie folgt orientieren. Wenn du in Deutschland für die gleiche Tätigkeit keine Gewerbesteuer bezahlen würdest, vielleicht bist du Arzt, Steuerberater, Rechtsanwalt oder du bist beratender Ingenieur zum Beispiel. Wenn das der Fall wäre, dann sind diese Einkünfte ebenfalls nicht von der erweitert beschränkten Steuerpflicht betroffen und auch nicht von einem Verwertungstatbestand, wenn sie eben hier für ausländische Unternehmen erbracht werden. Generell ist es so, wenn man als Anwalt, Steuerberater etc. und einem der anderen selbstständigen Berufe tätig ist, dann ist im Grunde genommen hier der Ort der Tätigkeit entscheidend. Das heißt, hier wärst du ebenfalls nicht von der erweitert beschränkten Steuerpflicht betroffen. Immobilieneinkünfte aus dem Ausland, kein Problem. Private Veräußerungserlöse im Ausland, kein Problem. Also hast du zum Beispiel einen Oldtimer in der Schweiz stehen und verkaufst diesen, hat das keinerlei Auswirkungen hier auf die erweitert beschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Ausländische Renten, auch das kein Problem für die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Ausländische Konten, ausländische Zinsen, all das ist alles kein Problem für die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Um jetzt hier betriebsstättenlose Einkünfte zu vermeiden, müsstest du irgendwo eine Betriebsstätte etablieren. Das ist natürlich hier vielfach schwierig, wenn du jetzt hier als Einzelunternehmer tätig bist. Hier bleibt dir oftmals nichts anderes übrig, als das 100%ige Nomadenleben aufzugeben und zum Beispiel einen Wohnsitz in einem Land wie Zypern zu begründen, wo du dann 60 Tage anwesend sein musst, eine Gesellschaft hast, damit dann keine betriebsstättenlosen Einkünfte mehr erwirtschaftest und somit nicht mehr von den Negativwirkungen der erweitert beschränkten Steuerpflicht betroffen bist. So. Das war's jetzt mal hier in einem ganz kurzen Abriss, sicherlich zum Teil stark vereinfacht und verkürzt dargestellt. Das ganze Thema ist komplex, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Wenn du meinst, dass du davon betroffen bist, dann würde ich dir, wie gesagt, unbedingt raten, dass du mit deinem Steuerberater oder Steueranwalt sprichst.
lass dich hier dazu beraten. Im Zweifelsfall kann es Sinn machen, vor der Auswanderung vom Finanzamt eine verbindliche Auskunft anzufordern. Du willst hier auf jeden Fall vermeiden, dass du hier mit dem Gesetz in Konflikt kommst. Denn wenn du diese Auswanderung nicht sauber organisierst und dann möglicherweise hier unter die weiter beschränkte Steuerpflicht fällst und das vergisst und das kommt später raus, zum Beispiel bei deiner Rückkehr oder irgendwie anders, dann hast du hier ein ziemliches Problem, musst hohe Nachzahlungen fürchten und möglicherweise noch schlimmere Konsequenzen. Also ein unangenehmes Thema sicherlich hier für Deutsche. Leider müssen wir uns damit rumschlagen. Es gibt diese weiter beschränkte Steuerpflicht seit vielen Jahrzehnten. BfH-Urteile und Schreiben des Bundesfinanzministeriums haben bestätigt, sie wird so schnell nicht weggehen. Mir ist schon klar, dass hier viele auf YouTube behaupten, dass das Ganze hier gar kein Thema ist. Ich versichere dir, es ist ein Thema. Wir kennen nicht wenige Mandanten, die Probleme haben, weil sie das Ganze hier nicht sauber geplant haben und dann sich hier beim Finanzamt um Kopf und Kragen reden und damit dann letztlich hier schwerwiegende Konsequenzen möglicherweise auslösen können. Wenn dich dieses Thema interessiert und du an einem Beratungsgespräch interessiert bist, dann würde ich mich freuen, mit dir ein solches zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Fragen zu befassen. Wir helfen deutschen Auswanderern, sich optimal im Ausland steuerlich aufzustellen. Wir arbeiten mit vielen sehr kompetenten Steuerberatern und Rechtsanwälten weltweit zusammen und können sicherlich auch dir helfen, dich hier optimal steuerlich zu positionieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.